Servus Leute und herzlich willkommen bei The Car Crash Review. Ich bin die Jessie, wir sind heute in Österreich. Nein, ich bin nicht Heidi. Ich erkläre euch aber heute ein bisschen was zum Toyota Yaris Cross. Und falls ihr heute alles zu dem wissen wollt, dann bleibt jetzt gerne dran und abonniert doch unseren Kanal The Car Crash Review. Hier gibt es jeden Tag ein Video von Jan oder auch von mir und hier seid ihr bestens informiert. Und was werden wir heute gemeinsam machen? Wir werden erstmal über die Optik sprechen, die Unterschiede zum normalen Yaris, den wir euch ja hier auch schon vorgestellt haben auf dem Kanal, den Innenraum anschauen, den Kofferraum hier im Wind und auch gemeinsam fahren. Bleibt jetzt gerne dran und dann gehen wir erstmal los und schauen uns etwas genauer an. Kommt mit! Ja, hier vorne angekommen, vielleicht erstmal zu unserem Kooperationspartner und zwar ist es GoLeasy. Was machen die Jungs? Das ist eine Vergleichsplattform für Leasingangebote und die vergleichen für euch unter Anbietern wie Leasingmarkt oder auch Vehiculum und da findet ihr garantiert euren besten GoLeasy-Preis. Den Toyota Yaris Cross werdet ihr da auch finden. Schreibt mir gerne mal vorbei, mit welchem Angebot ihr den gefunden habt. Aber kleiner Nachteil schon mal so viel vorweg, ihr werdet keine Förderung bekommen für Plug-in-Hybride oder für Elektroautos, denn den gibt es hier nur als Vollhybrid. Der Vollhybrid hat aber auch viele Vorteile, da möchte ich in diesem Review ein bisschen näher drauf eingehen. Und fangen wir jetzt erstmal mit dem Segment hier an, was wir haben. Es ist ein Mini-SUV, es ist ein hochgebockter Kleinwagen. Und was gibt es da für Wettbewerber? Es gibt beispielsweise den Seat Arona, es gibt beispielsweise den Audi Q2, den Renault Captur haben wir euch auf dem Kanal hier vorgestellt oder auch den Hyundai Bayon. Die Liste könnte ich noch viel länger führen, auch ein Nissan Juke beispielsweise oder ein Opel Mokka passt in dieses Segment. Da stehen viele Leute drauf, denn ihr sitzt hoch, ihr habt einen hohen Einstieg, ihr habt relativ viel Kofferraumvolumen, eine gute Rundumsicht, weil man hoch sitzt, aber trotzdem gute Ausmaße, die nicht zu groß sind und nicht zu nervig, wenn man in der Stadt unterwegs ist. Das ist ein klassisches City-SUV. Wir haben es jetzt hier aber mal in die österreichischen Berge gestellt, denn der hat jetzt Allrad und hat auch einen leichten Offroad-Anspruch. Wie viel er wirklich kann, erzähle ich euch in diesem Video. Und jetzt fangen wir erstmal an, über die Optik zu sprechen und haben jetzt hier eine wunderschöne Zweifarblackierung, ein sehr schickes Gold, schwarzes Dach. In Kontrastfarbe finde ich super schick. Wir schauen es uns auch gleich noch im Profil an. Und es gibt insgesamt 7 Ausstattungsvarianten und ich habe es nicht geschafft, sie alle auswendig zu lernen. Es gibt eine Basis und hier habt ihr jetzt quasi die höchste Ausstattungsvariante oder eine der höchsten Ausstattungsvarianten und zwar ist es Adventure. Zeichnet sich dadurch aus, dass sie brutal offroadig ist. Wir haben an der Seite auch so Trittbretter und hier vorne auch einen sehr offroadigen Look, genauso wie hinten. Das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Erstmal hier vorne im Toyota-Zeichen seht ihr jetzt die blaue Farbe, weil wir haben jetzt hier ein elektrifiziertes Modell. In dem Fall haben wir 2 Elektromotoren und einen Verbrenner. Ich erzähle euch später mehr dazu. Hier unten dann so eine kleine Schnauze bzw. so einen kleinen Kühlergrill, der auch hier geöffnet ist. Ihr könnt hier auch reinschauen. Und hier drunter habt ihr dann auch nochmal ein Gitter und einen Unterfahrschutz. Der schick ist, der ist lackiert, der sieht gut aus. Das ist jetzt kein billiges Plastik oder so. Hier habt ihr dann auch nochmal die Nebelscheinwerfer und hier an der Seite dann auch nochmal ein schwarzes Plastikelement. Für mich von vorne ein sehr, sehr schicker Look. Und wenn wir jetzt in die Seite gehen, erzähle ich euch noch kurz was zu den Leuchten, bevor ich es ganz vergesse. Serienmäßig LED, optional bekommt ihr auch noch eine Matrix-Technologie. Hier haben wir jetzt ein sehr schön geschwungenes Licht, wie ich finde. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr ihn jetzt so von vorne findet und vor allem, wie ihr es findet, wie wir den jetzt hier reingestellt haben. Ist ja mal was anderes. Ich beobachte gerade die ganze Zeit Jan, wie er hier versucht, über die Hügel zu laufen beim Film. Ist total lustig, sieht fast so lustig aus wie ich jetzt hier. Und jetzt sprechen wir über die Maße, wie versprochen. Ich habe euch ja schon gesagt, Kleinwagensegment. Heißt, er ist 4,18 Meter lang, 1,77 Meter breit und 1,60 Meter hoch. Der ist jetzt 9,5 cm höher als der normale Yaris und 24 cm länger als der normale Yaris. Hat aber den gleichen Radstand. Wo haben wir jetzt die 24 cm mehr dann oder wo, von wo kommen die eben her? Das ist im Kofferraum. Da haben wir nämlich deutlich mehr Volumen, circa 100 Liter, sprechen wir aber gleich drüber. Jetzt geht es hier aber erstmal um die Optik, beziehungsweise erstmal um die Technik. Und wir haben jetzt hier in der Basis einen Frontantrieb. Und optional für ca. 3.000 € bekommt ihr einen Allradantrieb. Vorne haben wir einen Verbrenner, Elektromotor und hinten haben wir nochmal einen kleinen Elektromotor. Schauen wir hier mal an der Seite. Sehr viel Plastikbeplankung. Wir haben jetzt hier 18 Zoll Räder in der Adventure-Ausstattung. Auch super schönes Rad, wie ich finde, und super schöne Felge. Hier in der Mitte dann auch noch das Toyota-Logo.
Sehr viel Plastik hier drum, hat einen Offroad-Anspruch. Hier an der Seite haben wir jetzt die Trittbretter, die seht ihr gar nicht richtig, weil wir jetzt hier so schräg stehen. Aber wenn ich jetzt mal die Tür aufmache, vielleicht hilft es. Seht es ein bisschen besser. Habt ihr halt einen einfacheren Einstieg und die Bodenfreiheit ist jetzt hier beim Cross 3 cm höher als beim normalen Jahres. Jetzt gehen wir mal nach hinten, schauen uns vielleicht noch hier hinten das Kontrastdach an. Hier ist auch alles ein bisschen staubig geworden. Wir haben jetzt hier auch noch mal so eine Dachreling. Da vorne seht ihr dann auch noch die Haifischflossenantenne. Und genau das schwarze Dach seht ihr auch. Ich gehe mal auf der anderen Seite durch. Und jetzt schauen wir uns das Heck an, würde ich sagen. Schwarze Spiegelkappen haben wir jetzt auch noch hier. Und wenn wir uns jetzt langsam zum Heck begeben, seht ihr hier an der Seite noch relativ viel Plastik. Und hier ein kleines Emblem, ebenfalls in dieser schönen goldenen Farbe mit Jahrescross. Hier hinten angekommen haben wir hier erstmal den Tank. Kann ich leider nicht aufmachen. Vorteile vom Hybrid ist, im Gegensatz zum Plug-in-Hybrid, dass ihr den nicht laden müsst. Ihr habt nämlich euren Akku und euren Elektromotor immer dabei und ihr müsst ihn nicht selbst aufladen durch Einstecken, also wie im Plug-in-Hybrid. Nachteil ist, dass ihr jetzt hier nur eine rein elektrische Reichweite von 3 bis 5 Kilometer habt. Akku ist übrigens 4,3 Kilowattstunden groß, also relativ klein. Wenn wir uns jetzt das Heck angucken und über die Optik sprechen, haben wir auch hier wieder in der Mitte das Toyota-Logo, das so blau ist, also elektrifiziert. Wir haben jetzt hier eine Leuchte, die anscheinend durchgehend ist, hier in der Mitte jetzt unterbrochen ist. Sehr waagrechte Rückleuchten, hier unten steht dann auch nochmal Jahres. Wir haben jetzt hier so einen kleinen Heckspoiler mit Finlets an den Seiten. Und auch hier hinten einen relativ imposanten Unterfahrschutz, der sehr schick aussieht. Hier auch nochmal ein bisschen Plastik und für mich ein sehr schickes Heck. Hybrid steht da auch noch drauf und eben All-Wheel Drive. All-Wheel Drive dadurch geschuldet, dass wir eben an der Hinterachse auch nochmal einen Elektromotor haben mit 5,3 PS. Ja, das ist relativ wenig, klingt erstmal so. Wir sprechen dann später darüber, wofür der da ist. Der hat noch 50 Newtonmeter, heißt es ist hauptsächlich eben dafür da, wenn ihr beispielsweise in einem Schlammloch oder in Sand steckt, könnt ihr eben da den Schub nutzen und da rauskommen. Jetzt gucken wir uns hier hinten mal den Kofferraum an. Elektrische Heckklappe ist jetzt hier dabei. Und bevor ich über den Kofferraum spreche, habe ich hier jetzt zwei Produkte dabei, und zwar von unserem Kooperationspartner Motul. Und die machen eigentlich Motoröl, haben jetzt aber auch eine Carclean-Linie und die wollte ich euch vorstellen. Findet ihr unten in unserer Beschreibung einen Link dazu, könnt mal vorbeischauen. Damit putzen wir unsere Autos, die machen sehr gute Produkte. Und jetzt schauen wir uns mal den Kofferraum an. Und bei der Allrad-Version hat er jetzt 367 Liter. Hier unten haben wir einen doppelten Ladeboden nochmal. Wenn ihr nicht die Allrad-Version nehmt, hat er 400 Liter. Wenn wir den jetzt umklappen, das machen wir gleich gemeinsam, sind es 1097 Liter. Und hier haben wir jetzt nochmal so eine Schutzmatte. Ihr seht schon, die ist auch sehr praktisch, denn wir hatten hier unsere Koffer drin und die haben hier alles verkratzt. Wir haben jetzt hier auch noch eine Hutablage, die man wegmachen kann. Das machen wir jetzt auch mal gemeinsam. Auch ich muss jetzt hier ziemlich klettern. Die ist jetzt auch cool, weil die könnt ihr jetzt einfach komplett wegmachen. So, auf der anderen Seite müsst ihr mich jetzt kurz durchlassen. Sehr gut, und jetzt schaut euch das mal an. Kennt ihr das noch von früher, was man dann halt an den Scheiben hatte? Zumindest hatten wir das damals. Ihr könnt es jetzt hier einfach wegklappen oder auch hier hinlegen und dann ist das auch nicht mehr störend. Das finde ich sehr praktisch, sehr, sehr cool. Hier unten habt ihr dann auch nochmal eine Schutzmatte, die verlängert ist, denn wir klappen jetzt hier mal die Rückbank um. Einmal, und ich muss jetzt auf die andere Seite. Danke, Jan. Zweimal. Und ihr könnt die Rückbank im Verhältnis 40-20-40 umklappen. Und ihr seht jetzt, ihr habt jetzt hier eben 1097 Liter Platz. Das ist relativ viel und das ist eben auch der Vorteil im Vergleich zum normalen Jahres. Ihr habt hier nämlich insgesamt 100 Liter mehr Fassungsvermögen im Kofferraum. Ihr sitzt höher und das sind Dinge, die hierfür sprechen. Jetzt machen wir hinten mal wieder zu und gehen gemeinsam noch auf die Rückbank. Ich bin 1,64 Meter klein und dann würde ich sagen, kommt ihr mal mit und wir schauen, wie viel Platz ich da hinten habe. So, jetzt rutsche ich hier ziemlich rein. Ja, Jan, die Tür geht nicht weiter auf. Das ist ein kleiner Kritikpunkt. Die hat einen relativ engen Anschlag. Schaut euch das mal an. Wenn die weiter aufgehen würde, wäre es deutlich besser. Es hat jetzt auch nichts damit zu tun, dass wir gerade hier am Hang sind. Und jetzt bin ich hier hinten angekommen. Radstand ist hier gleich geblieben, das habe ich euch schon erzählt im Vergleich zum Jahres. Und ich habe jetzt hier Platz. Nach oben hin sind es 2 Fäuste. Nach vorne hin auch 2,5 Fäuste. Die Sitze sind jetzt auf einen 1,88 Meter großen Jan eingestellt. Und ich muss schon sagen, ich fühle mich sehr wohl.
Haben jetzt hier Sitze, Kombination aus einem Stoff und einem Kunstleder. Auch Isofix habt ihr hier. Ich habe euch ja auch gesagt, ihr könnt jetzt hier noch das mittlere Element umklappen. Hups, da ist jetzt hier die Abdeckung mitgekommen. Die muss man natürlich mitnehmen. Habt hier dann eben auch eine Möglichkeit, eben Skifahren zu gehen, was sehr, sehr praktisch ist. Ich muss jetzt hier mal gucken, dass ich das hier wieder reinmache. So, hat geklappt. Habt jetzt hier in der Mitte auch einen Notsitz. Das ist wirklich ein Notsitz, aber da passt auch noch ein Kind hin zumindest oder ich, wenn ich mich besonders schlank mache. Und übrigens habe ich vergessen, euch zu erzählen, der wiegt jetzt 1,4 Tonnen und zieht insgesamt 650 Kilo. Jetzt schauen wir mal noch gemeinsam in die Tür. Und hier haben wir jetzt relativ viel Hartplastik. Das ist okay, hier habt ihr Platz für eine ganz kleine Flasche, also für eine 0,5 Liter Flasche wäre jetzt hier beispielsweise Platz. Hier noch ein Münzfach. Die Verarbeitung ist auch ganz okay. Hier ist vielleicht ein bisschen was zu kritisieren, aber sonst ist hier alles sehr schön gepolstert. Und auch hier oben so ein bisschen so ein Soft-Touch, das ist auch okay. Türöffner ist komplett aus Plastik. Das hätte man vielleicht ein bisschen schicker machen können, vor allem für den Preis, den ich euch jetzt hier am Schluss nenne. Wenn ich jetzt hier rauskomme, habe ich hier ganz praktisch die Trittstufe oder eben auch nicht. Und Jan und ich haben eigentlich abgemacht, dass wir jetzt so rumgehen. Das machen wir jetzt auch noch gemeinsam, weil ich möchte euch zeigen, wie schön das auf der anderen Seite ist. Deswegen laufen wir jetzt hier erstmal rum und ich quatsche noch kurz darüber, warum macht jetzt hier in dem Fall ein Vollhybrid Sinn? Für mich macht es vor allem für Leute Sinn, die gar keine Zeit haben zum Laden, gar keine Möglichkeit zu laden. Und es ist tatsächlich ja heutzutage noch so, dass die Ladeinfrastruktur vor allem in Städten nicht so gut ausgebaut ist, dass viele oder besonders wenige wirklich die Möglichkeit haben, bei sich daheim beispielsweise zu laden oder auch auf der Arbeit zu laden. Hier habt ihr eben die Möglichkeit, trotzdem eine Elektrifizierung zu nutzen. Hier habt ihr auch einen sehr geringen Verbrauch durch den Vollhybriden. Wie gesagt, 4,3 Kilowattstunden fassender Akku, der ist jetzt hier. Bei der Allrad-Variante haben wir hinten dann einen 5,3 PS starken Elektromotor, der hat 50 Newtonmeter bzw. 51 Newtonmeter, vorne einen Elektromotor und den Verbrenner. Und den mache ich euch jetzt mal auf, beziehungsweise die Motorhaube mache ich euch auf und dann sprechen wir über den. Challenge accepted, jetzt hier unten zu stehen. So, wo geht's auf? Hier haben wir es. So, doch ein bisschen ungewohnt hier an der Schräge. Und jetzt haben wir hier einen 1,5 Liter Dreizylinder Benziner mit 92 PS und wie ich euch ja schon gesagt habe, den Elektromotor, der 80 PS hat. Hinten haben wir 5,3 PS und zusammen sind es eben 116 PS. Die Newtonmeter-Anzahl kann ich euch gar nicht genau sagen, weil die einzelnen Motoren einzeln angegeben sind, aber keine Systemleistung. Der fährt aber VMAX 170, ist in 11,8 Sekunden auf 100. Die frontangetriebene Version ist in 11,2 Sekunden auf 100, ist also ein bisschen schneller. Und verbraucht nach WLTP 5,1 Liter. Und hier kommen wir eben zu den Vollhybriden. Hier merkt ihr auch, dass er sehr gut ist im Verbrauch und ich kann euch nur so viel versprechen. Wir haben deutlich weniger verbraucht jetzt hier in unserem Alltagstest. Ich bin sehr gespannt, was ihr sagt. Was wir jetzt als erstes machen, ist aber über den Innenraum sprechen, über das Infotainment-System, über die Assistenzsysteme und dann fahren wir hier gemeinsam durch Österreich und ich hoffe, ihr habt auch Lust drauf. Kommt mit! Weiter geht es jetzt hier mit dem Innenraum und der ist ziemlich schwarz, ziemlich dunkel, finde ich aber total schick, vor allem passend zu der goldenen Außenfarbe und zu dem schwarzen Kontrastdach. Und fangen wir erstmal mit den Sitzen hier an. Das ist jetzt eine Kombination aus Leder, Kunstleder, aber auch Stoff. Ich mag die sehr gerne. Wir waren jetzt hier auch den ganzen Tag in Österreich unterwegs und die waren sehr bequem. Ich habe keine Poposchmerzen bekommen. Hier unten ist der Seitenhalt in Ordnung. Ihr habt ausreichend Platz. Hier an den Seitenbacken dann auch nochmal eine Polsterung, die nicht sehr weich ist, aber sie polstert auf jeden Fall und hält auch sehr gut fest. Hier oben dann auch nochmal etwas weicher und ihr habt hier auch Kopfstützen, die ihr in der Höhe verstellen könnt. Beziehungsweise wenn ihr sie ganz runter macht, sehen die eben aus wie integrierte Kopfstützen. Ich mache das mal schnell. So sieht es dann aus. Das ist dann schon ganz schön schick, vor allem hier eben mit den dunkelgrünen Nähten, beziehungsweise goldgrün. Das ist jetzt zur Interpretation hier in der Sonne, sieht es jetzt ein bisschen grün aus. Wir haben jetzt hier keine Einstiegsleiste. Schaut mit mir mal in die Tür und die ist auch okay verarbeitet. Wir haben da jetzt so ein goldenes Element, das passt sehr gut zu der Außenfarbe. Wir haben sehr viel Stoff. Oben ist ein Soft-Touch, nur unten haben wir dann Hartplastik, ist aber gut verarbeitet. Und aber auch hier der Türöffner aus Komplettplastik. Da hätte ich mir gewünscht, dass der irgendwie aus Aluminium oder so wäre. Und wir haben auch so ein kleines klavierlackfarbenes Element.
Wenn wir uns jetzt hier das Cockpit anschauen, ist es sehr waagrecht, aber trotzdem zu mir geneigt. Ich mag das sehr gerne, dass wir auch hier wieder diese Applikation haben. Auch die Lüftungsdüse hat hier nochmal ein Gold integriert, hier drumherum dann Klavierlack. Ihr habt hier unten dann auch noch ein Handschuhfach, in dem einiges reinpasst. Und hier ganz normale Fußmatten, hier steht auch nichts drauf oder so. Und die Trittstufe unten habt ihr ja schon gesehen, heißt, ihr habt jetzt hier auch einen viel komfortableren Einstieg. Finde ich auch irgendwie schick, hat was Offroadiges und genau das will dieses Auto ja, vor allem in der Adventure-Ausstattungsvariante. Die Mittelkonsole ist sehr schmal, trennt eigentlich kaum vom Beifahrer, ist aber gut verarbeitet, hat jetzt hier überall Soft-Touch, hier in der Mitte dann Hartplastik. Ich habe hier in der Armauflage ja so ein gepolstertes Element. Wenn ich das aufmache, habe ich hier einmal die Möglichkeit, was zu verstauen und kann es aber auch ganz hochklappen, dann ist hier nicht wirklich sehr viel. Habe hier aber einerseits 2 Cup-Holder und auch von Toyota spendiert einen ganz großen Desinfektionsspender, der ist wirklich riesig, ich weiß gar nicht, wie viel man davon desinfizieren soll. Und hier eben der Schlüssel, so sieht er aus, der ist jetzt relativ unspektakulär. Genauso wie beim Yaris eben auch, machst hier jetzt wieder runter. Hier habt ihr dann alle Gänge für das Offroad-Fahren, also Snow, Trail und Push für normal. Drive Mode findet ihr hier, beziehungsweise das ESC und den EV-Mode, sprechen wir gleich bei der Fahrt drüber. Und hier oben habt ihr den Gangwallhebel für das ECVT-Getriebe. Darüber sprechen wir auch später. Könnt ihr dann eben ganz normal einschalten, also Parken, rückwärts, neutral, Drive und auch noch der Battery Mode. Hier vorne habt ihr dann eine induktive Ladefläche, da habe ich euch mal mein Handy beispielsweise reingelegt. Das ist jetzt ein iPhone 12 Pro. Passt sehr gut rein. Habt hier auch nochmal eine 12 Volt Steckdose, falls ihr die benutzen möchtet. Und hier oben dann eine Bergabfahrhilfe. Und was ich mega finde, Sitzheizung auf beiden Seiten. Einmal in der ersten Stufe unten Low und High. Und das High ist wirklich richtig warm. Das brennt auch ein bisschen den Po weg. Das mag ich aber total gern. Ich finde es total unsinnig, wenn Sitzheizungen nicht richtig warm geben. In dem Fall klappt es sehr, sehr gut. Auf jeden Fall Chapeau Toyota. Hier habt ihr dann auch noch mal ein bisschen Klavierlack um die Klimaanlage drumherum. Die könnt ihr hier bedienen, ganz einfach eben stärker oder ja, schwächer machen. Könnt ihr auch komplett ausmachen auf diesem Knopf. Das heißt, hier geht alles sehr, sehr schnell. Könnt ihr auch eben dann, wenn ihr die anhabt, eben die Temperatur sehr einfach einstellen. Das mag ich gerne. Und ihr habt hier auch noch mal eine Fläche, um was abzulegen. Auch ja euer Handy oder beispielsweise auch Münzen oder so. Jetzt würde ich sagen, kommt Jan mal rein, weil der sich da draußen noch einen Sonnenbrand im Nacken holt. Und jetzt sprechen wir über das Lenkrad. Das liegt sehr angenehm in der Hand, ist relativ groß, wie ich finde, in der Mitte das Toyota-Zeichen in einem Chrom, sehr groß gehalten. Hier drüben habt ihr alles für die Steuerung des digitalen Cockpits da vorne, beziehungsweise teildigitalen Cockpits. Und hier habt ihr alles für die Assistenzsysteme, heißt wir haben hier den Spurhalteassistent, wir haben hier den Abstandsregeltempomat, hier auf der Seite und hier eben die Regelung des Abstands, zeige ich euch dann alles gleich bei der Fahrt. Und hier unten dann auch nochmal so ein klavierlackfarbenes Element. Klavierlack muss man mögen in diesem Auto. Ich finde es manchmal ein bisschen ja, nicht so gut, weil man halt eben viele Flecken drauf sieht. Eine Sache, die ich euch hier unten noch zeigen möchte, ist, einerseits könnt ihr den Kofferraum öffnen und andererseits habt ihr hier jetzt die Lenkradheizung, die ist optional drin bei dem Adventure-Paket bzw. bei der Ausstattung. Finde ich sehr, sehr gut, vor allem eben bei etwas kühleren Temperaturen. Und jetzt sprechen wir mal hier vorne über das Infotainment und da kann ich jetzt verschiedene Dinge einstellen, wie zum Beispiel jetzt hier kann ich mir die Energieflussanzeige anzeigen lassen, kann mir hier auch die Fahrinfo anzeigen lassen, wie die Kraftverteilung ist hier beim Allrad oder auch den Reifendruck, kann jetzt hier aber auch rübergehen und habe hier verschiedene Informationen zu den ganzen Assistenzsystemen. Hier habe ich die Meldungen, hier habe ich dann auch noch den Kraftstoffverbrauch. Da steht jetzt 4,7 Liter. Das war vielleicht ein bisschen weniger, vielleicht ein bisschen mehr. Bleibt dran bis zur Fahrt, dann erzähle ich euch, wie viel es war. Und ihr habt jetzt hier eben, muss ich wieder zurückgehen, weil wir nur die Zündung anhaben, habt hier jetzt beim letzten Ding auch noch eben die Assistenzsysteme eingeblendet. Jetzt sprechen wir noch ganz schnell über das Infotainment-System. Wir haben hier übrigens das JBL-Pack drin, heißt wir haben jetzt hier bessere Boxen. Da vorne seht ihr sie dann auch, die machen einen guten Sound. Kostet aufpreispflichtig, aber ein bisschen was. Und hier ist es alles sehr einfach zu steuern. Ihr habt den Home-Knopf, dann kommt ihr immer wieder hierher und könnt jetzt hier Medien einstellen. Dann habt ihr Apple CarPlay, Android Auto, Radio, alles was man braucht, Telefon verbunden, nicht verbunden, habe ich euch gerade schon gesagt. Könnt ihr jetzt hier auch die Projektion eben reinmachen, also eben euer Handy da spiegeln. Und das Wichtigste, was ich euch eigentlich zeigen möchte, ist das hier, und zwar alles zum Fahrzeug. Da habt ihr jetzt einmal die Fahrinfo. Ihr habt nochmal Info zum Reifendruck, die habe ich euch vorhin ja schon gezeigt, den Kraftstoffverbrauch, hier wird auch schon wieder gespoilert. Und hier habt ihr die Energieflussanzeige und die schauen wir uns auch gleich nochmal gemeinsam bei der Fahrt an. Und jetzt würde ich sagen, genau das machen wir fahren jetzt gemeinsam los. Kommt bitte!
Weiter geht's jetzt wie versprochen mit der Fahrt und erstmal starten wir hier vorne auf dem Powerknopf unseren Toyota Yaris Cross. Und als allererstes möchte ich euch mal die Rückfahrkamera zeigen. Da ist sie, so sieht sie aus. Ist jetzt nicht die schärfste, aber sie funktioniert auf jeden Fall. Und jetzt gehen wir mal hier in D. Und wie ihr hört, hört ihr erstmal nichts. Denn wir fahren hier rein elektrisch los. Und was wir jetzt als erstes machen, ist hier mal die Bergabfahrhilfe rein. Und wir fahren jetzt hier mal runter den Berg. Und ja, sie funktioniert. Sie hilft mir jetzt auch, auf dem Schotter hier runter zu fahren. Ich hatte ein bisschen Schiss, habe Jan gerade schon gesagt, ich will das nicht, aber gar kein Problem. Ich bin jetzt hier auch mit dem Fuß nicht auf dem Gas oder auf der Bremse. Der Yaris Cross macht das jetzt für mich allein. Das ist sehr, sehr gut. Ich mache die jetzt mal noch raus. Ups, Entschuldigung, Jan. Und wir schauen auch mal, wie das jetzt ohne funktioniert. Auch das klappt ganz gut. Ja, ist jetzt halt ein bisschen offroadig hier. Der kann auch berghoch ganz gut fahren. Bergunter klappt es jetzt auch ganz gut. Ich war ehrlich gesagt eher erstaunt, vor allem weil er jetzt nicht die höchste Bodenfreiheit hat. Ich meine, 3 cm mehr als der Yaris ist jetzt nicht die Welt. Aber der ist jetzt hier den Berg ganz gut hochgekommen. Man fühlt sich natürlich auch so ein bisschen offroadiger, weil man eben diese Trittbretter hat und irgendwie ist das schon ganz schön cool. Aber wie ich euch schon gesagt habe, ich denke, dieses Auto ist eher was für die Stadt. Warum ist es so? Man sitzt hoch, man hat eine gute Rundumsicht, man kann gut reinsitzen oder raussitzen. Und ihr da draußen liebt ja auch dieses Segment. Es boomt total und erstmal war mein Gedanke, macht dieses Auto jetzt überhaupt Sinn? Es gibt doch schon genug Konkurrenz, Mini-SUV jetzt auch noch bei Toyota und ja, ich finde schon, denn wir haben jetzt hier den Vollhybriden und ich mache euch jetzt mal hier vorne die Energieflussanzeige rein. Hier habt ihr sie jetzt und das sieht jetzt auf den ersten Blick vielleicht erstmal ein bisschen komplizierter aus, aber ich erkläre euch das jetzt Stück für Stück. Ihr habt jetzt hier die beiden Elektromotoren, hier hinten sitzt der Akku und da vorne habt ihr den Verbrenner. Und wenn ich jetzt aufs Gas drücke, wird Energie ausgegeben. Wenn ich hier runter gehe vom Gas, rekuperiert er. Seht ihr das? Was bedeutet Rekuperation? Ja, der Elektromotor dient gleichzeitig als Generator und lädt den Akku eben wieder auf. Wir haben jetzt hier eine rein elektrische Reichweite zwischen 3 und 5 Kilometer, je nachdem wie schnell man fährt. VMAX geht es eben 50 km/h, schneller kann man hier nicht rein elektrisch fahren. Jan hat euch auch gerade diese Kuh da an der Seite gezeigt, das ist schon ziemlich schön hier rumzufahren. Ich finde auch diese Hybridtour passt sehr gut hier ja, in die Landschaft von Österreich. Und ihr seht jetzt, ich fahre jetzt den Berg runter und ich kann halt rekuperieren, ist total praktisch und kann den 4,3 Kilowattstunden fassenden Akku eben aufladen. Hinten haben wir jetzt noch den Elektromotor, der nur 5,3 PS hat. Und als ich das am Anfang gehört habe, habe ich so gedacht, was soll denn der Quatsch? Das bringt doch eigentlich gar nichts. Aber der ist hauptsächlich dafür da, dass er eben ja beim Schlupf hilft. Heißt, der hat hinten 51 Newtonmeter. Es geht gar nicht so sehr um die PS, sondern der gibt hier hinten als Grip, wenn wir den brauchen. Wir können ja hier vorne dann auch noch die Allradanzeige reinmachen. Macht ihr euch mal rein, vielleicht sehen wir ja dann was, vielleicht auch nicht. Ihr seht jetzt, wir fahren die ganze Zeit frontgetrieben. Wenn irgendwas anderes passiert, sage ich euch Bescheid. Und was wir jetzt als nächstes machen, ist mal hier nach links fahren und wir schauen mal, wie sehr der beschleunigt. Die Beschleunigung ist ja relativ schwach angegeben. Ich bremse jetzt hier mal runter und guck mal im Modus, wo sind wir? Power würde ich machen, mit am meisten Power, wie schnell der jetzt nach vorne geht. Ja. Hier merkt man jetzt auch das E-CVT-Getriebe. Und ja, jetzt sind wir dann gleich auf 100. Also 11,8 Sekunden bei dem Allrad, das ist nicht schnell. Das muss man dazu sagen. Aber was ich ganz cool finde, normalerweise mache ich das eigentlich nicht so sehr, ist dieses CVT-Getriebe, weil das ist halt stufenlos. Das bedeutet quasi CVT-Getriebe. Ist sehr angenehm. Ihr merkt halt eben dieses Schalten nicht, was ihr beispielsweise bei einer Wandlerautomatik habt oder auch bei einem Doppelkupplungsgetriebe. Es ist aber was anderes, man muss sich daran gewöhnen, denn manchmal ja, röhrt es so ein bisschen laut. So, was ich sehr gut finde, ist, dass ich hier vorne jetzt ein echtes, vollwertiges Head-Up-Display habe. Ihr seht es jetzt, ich habe da vorne, oder ich hoffe, ihr seht es, falls nicht, mache ich euch ein Schnippbild drüber. Ich habe da vorne die Informationen über die Geschwindigkeit, die ich fahre, über die Assistenzsysteme, die ich eingeschaltet habe und die Geschwindigkeit, die ich fahren darf. Und da kommen wir vielleicht zu den Assistenzsystemen. Wenn ich die jetzt hier mal einschalte, kann ich hier einmal auf den Abstandsregeltempomat klicken und ihr seht jetzt, ich habe den eingestellt und kann jetzt hier hochstellen. Bis 50 km/h kann ich jetzt fahren, habe jetzt auf 50 gestellt und der fährt jetzt hier automatisch alleine hoch, auch den Berg hoch. Ihr hört das CVT-Getriebe, das ja, raunt ein bisschen, aber man gewöhnt sich dran. Und ich kann hier vor allem auch den Spurhalteassistenten noch reinmachen. Heißt, der erkennt die Spur und sollte mir dann helfen, hier auch in der Spur zu fahren.
probiere das jetzt mal aus. Ich mache jetzt hier mal die Hände rund weg vom Steuer, mal gucken, ob es klappt. Ja, ihr seht's, der fährt jetzt für mich mit. Ich muss eigentlich nicht das Lenkrad anfassen. Irgendwann warnt er mich. So, ihr habt das gesehen. Und da muss ich jetzt hier eben wieder mit meinen Händen ans Lenkrad. Also Assistenzsysteme sind super, vor allem auf der Autobahn oder hier auf längeren Strecken. Es ist super chillig, denn das Auto macht eigentlich alles für mich. Ich muss eigentlich nur noch gucken und ab und zu eingreifen, wenn irgendwas sein sollte. Hält auch eben den Abstand zum Vordermann und bremst vor allem auch mit, was mega gut ist. Jetzt machen wir hier mal den Spurhalteassistent wieder raus, sonst piepst ja die ganze Zeit. Und jetzt geht es ja hier eigentlich um den Verbrauch. Und jetzt wird es interessant, denn angegeben ist er ja bei 5,1 Liter nach WLTP. Und ja, ich habe tatsächlich hier im Alltag 4,3 Liter gebraucht. Und das ist super gut. Das ist echt super gut. Und deswegen mag ich auch diesen Vollhybrid, weil ihr eben das Beste aus zwei Welten habt, ohne eben den Zwang extern laden zu müssen. Also zusammenfassend gesagt, ich habe hier eine kurze, rein elektrische Reichweite. Ich habe hier einen sehr guten Verbrauch. Ich habe hier nicht den Stress, selbst laden zu müssen. Und ich mag es, dass ich hier hoch sitze. Ich habe eine gute Rundumsicht und vor allem habe ich einen relativ großen Kofferraum für dieses Kleinwagensegment. Ich bin begeistert, aber ich will jetzt nicht so viel vorwegnehmen. Wir fahren jetzt zurück und dann zaubere ich euch noch ein Fazit. Kommt mit! Weiter geht's jetzt mit einem Fazit. Und ich fühle mich so langsam wirklich wie Heidi hier auf ihrer Alm. Und jetzt erstmal stolper hier total über Kuhfladen. Erstmal jetzt zur Optik vom Jahrescross. Und ich stehe ja auf Kleinwagen, die hochgebockt sind. Ich mag dieses Konzept. Und vor allem jetzt beim Jahrescross habt ihr sehr viele Vorteile. Denn ihr sitzt höher, ihr habt einen angenehmeren Einstieg. Ihr habt zwar keinen größeren Radstand, aber ihr habt mehr Platz im Kofferraum. Im Vergleich zum normalen Jahres sind es 100 Liter, was schon einiges ist. Plus, ihr habt 3 cm mehr Bodenfreiheit. Ihr habt jetzt hier auch einen kleinen Offroad-Anspruch. Heißt, ihr könnt jetzt hier auch euren Jahrescross etwas schräger einfach mal so in den Berg stellen, beziehungsweise in so einen leichten Abhang. Ist natürlich jetzt ein Show-Effekt, aber dieses Auto kann durchaus hier auch bei offroadigerem Fahren mithalten. Natürlich ist es kein reiner Offroader, ihr habt hinten einfach nur eine Unterstützung, eine elektrische. Aber ich finde, es bringt trotzdem sehr viele Vorteile mit sich. Optik finde ich auch sehr schick. Ich stehe auf den Look vom Jahres. Ich habe ihn euch ja damals auch schon in Brüssel vorgestellt. Und jetzt vielleicht zu den Motoren bzw. zu dem Motor und dem Antriebskonzept. Und ich bin ein großer Fan von Vollhybriden, einfach weil sie viele Vorteile mit sich bringen und sehr user-friendly sind. Man muss nämlich nicht nervig laden. Das ist natürlich manchmal nervig, manchmal ist es auch gar nicht so stressig, aber viele haben einfach nicht die Möglichkeit, bei sich daheim oder auch auf der Arbeit zu laden. Und dann wird es relativ schwer mit dem Plug-in-Hybrid. Und ihr habt hier den Vorteil, dass ihr einen sehr guten Verbrauch hattet und wir jetzt in unserem Test von 4,3 Liter, was echt verdammt gut ist. So viel dazu, heißt, ihr habt wenig Stress damit und trotzdem eine elektrifizierte Motorenpalette in diesem Fall. Innenraum gefällt mir auch sehr gut, der überlastet nicht und ihr habt auch alle Assistenzsysteme, die ihr braucht, um hier angenehm zu fahren. Wie gesagt, ihr sitzt sehr hoch und ich bin begeistert vom Jahrescross. Das Einzige, was mir jetzt so ein bisschen weh tut, ist der Preis. Der beginnt nämlich jetzt bei 22.690 €. Das ist eigentlich ein guter Preis, dann habt ihr aber nur den Frontantrieb und die Basis. Wenn ihr den Allradantrieb nehmt, dann beginnt er bei 29.000 €. Das ist dann schon deutlich mehr. Das tut dann auch ein bisschen mehr im Herzen weh und ich würde wahrscheinlich eher nur die frontangetriebene Version nehmen, einfach weil die Vorteile nicht so groß sind gegenüber dem Preis, den man dann dafür bezahlt. In der Ausstattungsvariante, wie er jetzt hier steht, kostet er ungefähr 35.000 €, auch in der Konfiguration, wie er jetzt hier steht. Das ist natürlich schon ein happiger Preis. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob er euch das wert wäre und schaut doch gerne bei unserem Kooperationspartner GoLeasy vorbei. Was machen die? Das ist eine Vergleichsplattform für Leasingangebote und die vergleichen für euch unter Anbietern wie Leasingmarkt oder auch Vehiculum und da findet ihr garantiert euren besten GoLeasy-Preis. Hier seid ihr aber gelandet beim vor allem gerade kletternden Jan und der im Winde stehenden Jessica. Wir machen euch jeden Tag hier ein Review bei uns auf The Car Crash Review. Abonniert gerne den Kanal, hier seid ihr bestens informiert und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Freunde. Bis dann!